Hallöchen, ihr Lieben! Ich begrüße euch heute aus meinem Garten. Wir haben ein wunderschönes Wetter, die Glocken läuten, auch die Gänse hört man im Hintergrund im Park. Ich lese ein gutes Buch, ein wunderbarer Tag. Aber jetzt habe ich nämlich Hunger bekommen und ich werde was Schnelles, Leckeres und Gesundes gleich zaubern. Dafür muss ich euch mit mir in die Küche mitnehmen. Und los geht's! Für den leckeren Weißkohlsalat, was ich auch Fitnesssalat nenne, brauchen wir natürlich Weißkohl. Ich habe hier die Hälfte genommen. Man kann aber auch Spitzkohl nehmen. Schmeckt genauso gut. Der Unterschied ist natürlich am Preis. Und da das genauso schmeckt, nimmt man natürlich Weißkohl. Viel günstiger und auch gesund und wunderbar. Ich brauche noch Brühe, Paprika, 2 Zwiebeln, die habe ich aber schon klein geschnitten in Würfel, weil ich weine immer und deswegen schneide ich hier, bevor ich anfange zu kochen. Ich brauche noch Senf, angewürzten Pfeffer, Kümmel, Salz. Dann habe ich hier noch Essig und Olivenöl. So, ich schneide jetzt den Kohl in feine Streifen, auch die Paprika. Den Weißkohl habe ich schon gewaschen und abtrocknen lassen. Die ersten Blätter werden getrennt. So. Und dann teile ich in 2 Teile. Ist einfacher zu schneiden. So. Und ganz fein schneiden. Dann nochmal halbieren, wenn die zu lang sind. Erstmal alles in eine Schüssel hier. Nun habe ich hier den Weißkohl klein geschnitten und es wird gesalzen. Und dann gut mit der Hand vermengen. Jetzt lassen wir eine Stunde ziehen. Nun ist nur noch die Paprika zu schneiden. Die habe ich natürlich auch schon geputzt. Und dann in ganz feine Streifen. Und dann nochmal kleiner schneiden. Ja, die Paprika brauche ich später oder zum Schluss, wenn der Salat schon fertig ist. Kommt das mal in eine kleine Schüssel rein. So, nun sind wir mit Schnibbelarbeit fertig. Es wird das Dressing gemacht, dafür brauche ich eine Pfanne. Nun brauche ich Öl. Da gebe ich Öl in eine Pfanne rein. Ich habe Olivenöl natürlich. Wenn das Öl warm ist, dann kommen die Zwiebeln in die Pfanne rein und ich lasse die Zwiebeln anschwitzen. Nun, wo die Zwiebel glasig geworden ist, gebe ich die Paprikastücke in die Pfanne rein. Dann lasse ich etwa 1 Minute einschwitzen. Als nächstes gebe ich Senf rein. So, dann die Gewürze. Jetzt habe ich hier Pfeffer und Kümmel. Ein wenig Salz. Man darf nicht zu viel Salz, weil wir haben schon den Kohl schon gesalzen. Dann verrühre ich das gut und dann gebe ich die Brühe rein. Und zum Schluss kommen 6 Esslöffel Essig dazu
Und nun lassen wir das Dressing aufkochen. Das Dressing ist jetzt fertig aufgekocht und ich gebe noch Olivenöl rein. Dann lasse ich abkühlen. Ich muss einmal hier lecken. Oh, das ist so lecker. Der Weißkohl wird einmal umgerührt. Guck mal, wie schön so Kohlwasser hier sich gesammelt hat unten. Das gehört auch zu der Soße dazu. Da. Und natürlich geben wir jetzt das Dressing noch rein. Aber erstmal ein Stück probieren. Das schmeckt mit Salz schon so gut. Da braucht man auch kein Dressing. Aber mit Dressing schmeckt noch besser. So, jetzt geben wir dann die ganze Masse rein. Oh, das ist ein Aroma hier. Gut vermengen. Et voilà! Der leckere Weißkohlsalat ist jetzt fertig. Am besten schmeckt er am nächsten Tag. Ich werde aber gleich meinen Teller anrichten und ich freue mich, den leckeren Salat zu servieren. Perfekt zum Gegrillten oder ein klasse Rezept zum Abnehmen. Also nachmachen. Übrigens wollte euch informieren, dass ab morgen geht es los mit unserem Osterprojekt, organisiert von Tom, von dem Kanal Kochen mit Tom. 6 Kanäle sind dabei, um Kochvideos zum Ostern zu präsentieren. Und für weitere Infos guckt bitte in mein Community-Tab oder auf mein Facebook-Profil wird das auch verlinkt. Ihr Lieben, wenn es euch das Video heute gefallen hat, dann bitte kommentiert, liked, abonniert und seid dabei bei dem nächsten Video. Und bleibt gesund. Eure Tati. Tschüssi.